Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches Rezept für einen leckeren Johannisbeer-Streuselkuchen mit Hefeteig. Dafür als erstes einen halben Würfel Hefe in ein hohes Gefäß bröseln, ein Päckchen Vanillezucker und 250 ml lauwarme Milch dazugeben und alles mit einem Schneebesen verrühren, bis sich Zucker und Hefe komplett aufgelöst haben. Die Hefe-Milch-Mischung anschließend zusammen mit 550 Gramm Weizenmehl, einem Ei, 75 Gramm weicher Butter, 75 Gramm Zucker und einer Prise Salz in eine Rührschüssel geben und dann mit einer Küchenmaschine für 4 bis 5 Minuten zu einem glatten Teig verkneten. Den fertigen Teig als nächstes auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben, einfach mit den Händen auf dem Backblech flach drücken. Danach könnt ihr zusätzlich noch einen Backrahmen um den Teig herum platzieren. Das müsst ihr aber nicht machen, es funktioniert auch super ohne Backrahmen. Den Teig jetzt nochmal bis in die Ecken des Rahmens flach drücken und dann mit einem Küchentuch abdecken und für 45 bis 60 Minuten an einem warmen Ort ruhen lassen. Währenddessen können wir uns um die restlichen Zutaten kümmern. Als erstes für die Streusel 200 Gramm Weizenmehl in eine Rührschüssel geben, außerdem 100 Gramm Zucker und 100 Gramm kalte Butter in kleinen Stücken dazugeben und dann einfach mit den Händen durchkneten und zu einem krümeligen Streuselteig verarbeiten. Den Teig anschließend zur Seite stellen und dann müssen wir uns nur noch um die Johannisbeeren kümmern, die kleinen Beeren einfach von den Stielen zupfen und anschließend bereitstellen. Der Hefeteig sollte nach der Ruhezeit deutlich an Volumen zugelegt haben. Jetzt mit reichlich Johannisbeeren belegen, die Johannisbeeren leicht auf dem Teig andrücken, zum Schluss noch die Streusel auf dem Kuchen verteilen und so kommt das Blech dann in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für etwa 25 bis 30 Minuten, so lange bis die Streusel schön knusprig sind und eine goldbraune Farbe haben. Den fertigen Johannisbeer-Streuselkuchen dann aus dem Ofen holen, auf dem Blech etwas abkühlen lassen. Danach können wir den Backrahmen wieder entfernen, den Kuchen anschließend in Stücke schneiden und zusammen mit einem Klecks geschlagener Sahne servieren. Danach wünsche ich euch einen guten Appetit, viel Spaß beim Nachbacken, bis zum nächsten Mal.